wir fahren wieder Uber und es geht jetzt zum Flughafen. Aber wir fliegen nicht, wir fahren Auto. Und zwar ich, weil der Jan seinen internationalen Führerschein vergessen hat. Ich lasse mich jetzt chauffieren. Wir haben ein Auto gemietet für eine Woche und gucken uns so ein paar Sachen an, wo man normalerweise irgendwie nicht so wirklich hinkommt, wenn man als Rucksackreisender unterwegs ist, weil es gibt keine Touren dahin. Lasst euch überraschen. Mietwagen mit Sixt hat super geklappt. Vor allen Dingen haben wir einen guten Kurs gekriegt. Haben jetzt 1400 Kilometer frei in einer Woche. Zahlen danach dann 26 Cent für jeden weiteren Kilometer, den wir hoffentlich nicht brauchen werden. Aber auch das ist in Ordnung. Ja, ich gucke nur gerade, ob alle die rote Ampel gut finden oder nicht. Aber irgendwie halten sie schon. Und Start! Alle verblasen hier. Zeig mir den Ägypter, wie man Auto fährt. Hier an der Tankstelle ist die Nissan Sunny Parade und unserer ist der verschratteste. Ein Sixt-Mietwagen, 33.000 Kilometer und schon sowas von, naja. Gab es keine Tür zum Kloster, sondern nur dieses Loch. Und da mussten die Leute in einem Korb mit dem Seil ins Kloster hochgezogen werden. Und nur die guten Menschen. Die Bösen mussten draußen bleiben. Ja. Koptisches Neujahrsfest und da isst man rote Datteln. Ganz frisch und rot wie das Blut der Märtyrer. Wir fragen uns gerade, wie sagt man heutzutage, wo Gendern hip ist, Seemann? Sea-Person, ganz einfach. Ist eine Seeperson? Genau. Weil eigentlich ist es Seemann, weil Frauen bringen auf See Unglück, gibt's eh nicht. Und die singen so schön wie die Sirene und dann fahren die immer überall gegen. Seemann Geht gar bleibt nicht. Seemann. Frauen haben in der Seefahrt nichts verloren, da geht das Schiff unter. So ist es nämlich. Port Said muss wirklich mal die Perle des Mittelmeers gewesen sein, aber jetzt ist alles heruntergekommen, abgerockt, völlig versifft und verdreckt. Echt schade, wenn man sich hier die Häuser so anguckt, war es wirklich mal richtig schön.
Irgendwie ist hier alles dreckig. Hier möchtest du doch nicht wirklich am Strand liegen. Das ist unglaublich. Das ist die Bibliotheca Alexandrina. Die ist fast am selben Ort gebaut wie die antike Bibliothek von Alexandria. Sie soll die größte Bibliothek der Welt werden, hat Platz für 8 Millionen Bücher und einen Lesesaal mit 2000 Leseplätzen. Hupen ist total wichtig. Da hinten auf der Ecke hier steht unser Auto und Jan behauptet, ich hupe zu wenig. Wir verlassen Alexandria. Wo geht's hin, Madame? Zu meinem Bus. Nehmen Sie die Auf nach El Alamein. Here the names of the soldiers. All the name of the soldiers. Das billigste Hotel im Ort hat eine hervorragende Aussicht auf das Autobahnkreuz. Es ist quasi das Autobahnkreuz. Neu-Alamein ist eine Planstadt für 3 Millionen Menschen, die der ägyptische Staat hier mitten in die Wüste stellt. Es soll eine Stadt für Bildung und Tourismus werden mit einer neuen Uni und 10.000 Hotelbetten. Wir haben heute Abend wieder die Qual der Wahl. Aber das ist immer gut, weil dann weiß man ist an einem Ort, der sehr authentisch ist. Connected.